Nicht jeder von euch hat ja eine schicke Fritteuse zu Hause oder will teilweise gar keine Fritteuse zu Hause haben. Und deswegen zeige ich euch heute einmal in diesem Video, wie man die perfekten Pommes aus dem Backofen hinbekommt. Ganz ohne Fritteuse, und man braucht nur ein paar Tricks dazu. Also anschnallen, los geht's. Als allererstes kommt es natürlich auf die Kartoffelsorte an, und wenn ihr in den heimischen Supermarkt eures Vertrauens geht, dann werdet ihr dort mehrere Sorten finden. Also sprich, die sehen optisch, sehen die erstmal alle irgendwie gleich aus, aber der Teufel steckt im Detail. Und zwar seht ihr das teilweise an den Etiketten, da steht auch teilweise sogar hinten drauf. Hier steht vorwiegend Festkochen drauf, hier steht Festkochen drauf, und für die ganz Blinden unter uns einmal ein grünes und ein rotes Etikett. Das ist wahrscheinlich von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich, aber hier steht es auch nochmal drauf, einmal festkochend und einmal vorwiegend festkochend. So, was bedeutet das? Es gibt im Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, einfach drei verschiedene Kartoffelsorten, und zwar mehlig kochend, vorwiegend festkochend und festkochend. Wenn man jetzt rein rational oder erstmal überlegen würde, dann würde man denken, oh, festkochende müssten ja eigentlich die perfekten sein, denn ich will ja knusprige Pommes haben. Nein, da sind sie zum Beispiel nicht. Denn wir wollen ja außen etwas knusprig haben und innen etwas, ja, nicht jetzt zu weich, aber kartoffelig haben. Und das kriegen wir halt eben nur hin mit mehlig kochenden Kartoffeln, weil wir gleich noch die Kartoffeln blanchieren werden, erkläre ich gleich, damit wir die Außenhülle der Pommes ein wenig weicher bekommen, und die wird dann im Backofen auch dann richtig knusprig. Ihr könnt euch mal meine knusprigen Kartoffelbites aus dem Backofen, habe ich euch mal hier und in der Videobeschreibung verlinkt, ansehen. Dort ist das Ganze ähnlich gemacht, oder eigentlich im Prinzip das gleiche Prinzip, nur heute beziehen wir das Ganze mal auf Pommes. So, also legen wir los. Wir brauchen also keine festkochenden Kartoffeln, sondern wir brauchen in diesem Fall jetzt vorwiegend festkochende. Ob ihr jetzt mehlig kochende nehmt oder vorwiegend festkochende, das ist für perfekte Pommes eigentlich völlig wurscht. So, dann nehmt ihr euch die Anzahl der Kartoffeln, die ihr so braucht. Ich nehme jetzt mal hier, was ich, 3, 4 Stück oder so. Die reichen erstmal für eine Portion. Siehe unten, auch noch eine runtergefallen. Ja, so. Jetzt müsst ihr die Kartoffeln gar nicht spülen oder so. Und es gibt ja auch immer die goldene Frage, mit Schale oder ohne Schale. Das ist reine Geschmackssache. Das heißt, die einen, die Bock haben, die mehr so diesen rustikalen Touch haben wollen, die lassen die Schale einfach dran. Wir wässern das gleich eh noch, also müssen wir die auch so gar nicht vorher waschen. Einige mögen es ohne Schale. Macht's wie ihr wollt, lasst sie dran, macht sie ab, probiert es selber aus, was ihr wollt, und dann kommt ihr schon zum passenden Ergebnis. So, dann mache ich das immer gerne so, dass ich kein normales Messer nehme, also sprich hier so ein Ding oder so ein Ding, um mir die Pommes in die passende Stiftgröße zu schneiden, sondern ich nehme mir ein Buntmesser. Das ist so ein Messer hier, also im Prinzip sieht das fast aus wie so ein Brotmesser. Guckt mal in die Videobeschreibung, dort habe ich das auch nochmal verlinkt oder diverse Messer verlinkt, weil das ist eigentlich eher ein Gemüsebuntmesser. Es gibt aber auch extra Pommes-Buntmesser. Dieses hier zum Beispiel kostet irgendwie 25 Euro. Es gibt auch welche für 9 Euro oder so. Und das finde ich immer, macht das Ganze ganz geil, weil das von der Optik her viel mehr ausmacht, weil die Pommes dann einfach optisch schnieker aussehen. Man sieht das hier schon an der ersten Scheibe, das sieht schon richtig schön riffelig aus, und dann kann man die Größe, genauso was die Größe betrifft, wenn ihr Pommes schneidet, sollten die alle circa dieselbe Größe haben, also 7x7, 8x8 oder 10x10 cm, 10x10, 10x10 mm, also ich nehme jetzt einfach mal hier so einen guten Zentimeter. Ich mache die auch nicht zu dünn, was den Vorteil hat, dass sie dann innen drin noch schön kartoffelig sind und nicht so schnell austrocknen. Das wollen wir ja im Backofen auch nicht. So, jetzt schneide ich einmal hier durch. Einmal hier, und dann habe ich, das sind sogar ein bisschen mehr. Das sind, ich würde sogar sagen, 10 oder 12 cm, 12 mm. Ist eine schicke Größe, dauert dann zwar ein bisschen länger im Backofen, aber letztendlich haben wir es dann außen schön kross und innen drin schön weich, so wie es denn soll. So, und die schneide ich jetzt mal eben alle klein. Und dann geht es gleich mit dem nächsten Hack weiter. Für den nächsten Schritt brauchen wir jetzt einen Topf, denn wir wollen das Ganze ja blanchieren. Also Topf daher, die ganzen Pommes rein, und zwar machen wir jetzt etwas, damit die Pommes ja auch wirklich knusprig werden. Deswegen, wenn ihr die jetzt so auf das Backblech machen würdet, dann wird das nichts werden.
So, die einmal in den Topf reingeben und die spülen wir jetzt einfach mal kalt ab. Die oberliegende Stärke, die habe ich jetzt erstmal abgewaschen, also sprich zweimal ganz grob abwaschen und dann habe ich das Ganze jetzt gewässert, als würde ich jetzt ganz normal Kartoffeln kochen. Wir kochen sie auch, aber nur bedingt. Das heißt nämlich jetzt das Blanchieren, und zwar werden die Kartoffeln kurz aufgekocht, aber nicht gar gekocht. Das heißt, wir nehmen jetzt einen ganz stinknormalen, handelsüblichen Essig, geben davon einen guten Schluck hinein von dem Essig. Ja. Also nicht geizen, ruhig einen richtig kräftigen Schluck reingeben. Warum machen wir das? Kann ich euch erklären. Zwei Gründe. Einerseits, dass die Kartoffeln nicht so schnell braun werden, gleich auf dem Backblech, und dass die Kartoffelstruktur gestärkt wird dadurch. Das hat die einzige Bewandtnis, aber genau das ist der Trick. So, das stellen wir jetzt auf den Herd, kochen das kurz auf, circa 2-3 Minuten, und dann können wir das Ganze schon abgießen und dann geht es gleich weiter. Nach dem Abkippen lasst ihr das Ganze so 1-2 Minuten mal ein bisschen ausdampfen und noch mal etwas, bevor es wieder in die Kommentare geschrieben wird, wie lange man das Ganze jetzt blanchieren oder vorkochen soll. Je dünner die Pommes, desto kürzer muss man vorkochen, und je dicker, desto länger. Das heißt, bei meiner Größe habe ich ja jetzt hier teilweise über 1 Zentimeter von der Dicke her. Das heißt, hier habe ich mal 4-5 Minuten gemacht. Bei dünneren Pommes reichen auch 2-3 Minuten vorkochen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier diese Kartoffeln, nehmen wir uns jetzt Zewa, ganz oldschool. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach 4 Blatt Zewa, damit ich das Ganze ein wenig abtupfen kann, vorsichtig. Ja, und so. Einmal hier drauf und einmal ein wenig trocken tupfen, die Kollegen. Und dann geben wir das Ganze nur noch in eine Schüssel rein. Oder die Schüssel hat das hat jetzt nur die Bewandtnis, dass ich das Ganze in eine Schüssel gebe, weil ich die ein wenig ölen möchte. Wer es ganz gesund will, der kann es auch ohne Öl machen. Also das Ganze in eine Schüssel geben und ein bisschen Öl drüber. Und einmal. So, jetzt gibt es noch die Besonderheit: vorher salzen, nachher salzen. Kann man so machen. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Öl verwende, werden die auch nach dem Backen auf dem Backblech auch immer noch so ein bisschen feucht bleiben. Das heißt, das Öl verschwindet ja nicht komplett. Das heißt, ich kann sie nachher salzen, ich kann sie auch vorher salzen, völlig wurscht. Aber wir machen jetzt mal die Nachher-Variante. Also ein Backblech daher. Etwas Backfolie oder Backpapier da drauf und jetzt einfach so verteilen, dass sie sich möglichst nicht berühren. Wir müssen ja auch zwischendurch gleich einmal wenden, aber so, wenn sie so halbwegs auseinander sind, dann passiert da soweit nichts. Weil alle Stellen, wo sie sich berühren, würden hinterher dann weich bleiben. Aber das kann man zwischendurch immer mal wieder ein bisschen korrigieren noch, aber wenn sie so halt sind. Deswegen mache ich auch meistens eher dickere Pommes, weil man dann weniger hat und die einfacher zu handeln sind. So, und jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad Umluft, circa 30 Minuten in den Backofen. Stichwort goldbraun. Jetzt könnt ihr die Schüssel, die ihr vorhin auch benutzt habt, um die Pommes zu ölen, auch weiter benutzen. Das heißt, ihr hättet die auch jetzt gar nicht, oder ihr braucht die zwischendurch nicht spülen, weil wir dann immer so ein bisschen das Restöl haben. Und jetzt mache ich da einfach Pommesman-Salz drauf. Wie gesagt, Rezept in der Videobeschreibung oder hier oben einmal klicken. Das sollte man relativ schnell machen, wenn die aus dem Backofen rauskommen, weil sie dann so ein bisschen feucht noch sind. Einmal durchschwenken und fertig.
Ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal, was wir da so rausbekommen haben. Also optisch sehen sie auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Knusprig sind sie auch. Und wir nehmen mal hier so eine, oder haben wir noch eine dickere? Eine ganz dicke. Ja, hier so eine ganz dicke. Einmal auseinander und dann sieht man von innen schön kartoffelig und von außen schön knusprig. Sehr, sehr, sehr lecker. Ihr seht also, selbst wenn man gar keine Fritteuse hat, dann bekommt man doch immer noch ganz schnieke Pommes hin, die sogar gut schmecken. Und ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video mit irgendwas Wildem. Sehen wir uns dann schon wieder. Bis dahin. Und tschüss. Die sind aber auch gut geworden. Und der hier.